Herzlich willkommen bei dem Autolager von Euskirchen, diesmal nicht in Berlin. Ich bin Robert. Ich bin Nini. Und wir zeigen euch heute mal, wie wir so ein Auto aufbereiten. Ja, wir möchten euch heute zeigen, oder beziehungsweise in den nächsten Tagen möchten wir euch zeigen, was wir aus so einem Auto noch rausholen können. Natürlich wollen wir hier ein bisschen den Fokus auch auf Zeit und Geld setzen. Das heißt, wir wollen nicht jetzt mit dem größtmöglichen Aufwand den geringstmöglichen Nutzen an dem Fahrzeug erzielen, sondern wir wollen hier wirklich in einer absehbaren Zeit einen bestmöglichen Zustand wieder aus dem Auto rausholen. Denise, worauf freust du dich am meisten? Auf die Poliarbeiten. Ja, dann schauen wir mal, was geht. Mit dem Leder ist mit Reinigen leider nicht mehr so viel zu retten. Ich denke mal, da müssen wir nachfärben. Kannst du das schon? Nein, aber der Moritz hilft mir dabei. Ja, Denise, hier habe ich eine schöne Aufgabe für dich. Wie willst du den sauber machen? Ah, das kriege ich schon hin. Ja? Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr raus. Oh, 6-Zylinder. Ich glaube, hier wird ein bisschen Trockeneis drauf gehen. Was meinst du, Denise? Ja, definitiv. Und die Haubendämpfer ein bisschen aufpassen. Hier Arbeitsschutz auch mit dabei, ne? Ja, doch einige Stellen, die sehr verschmutzt sind. Das heißt, wir versuchen jetzt erstmal eine gründliche Vorwäsche durchzuführen, ohne den Lack anzupacken. Dann gehen wir an die neuralgischen Stellen, also Motorraum und Türenstiege und alle Falzen. Und dann als erstes werden wir das Verdeck zweimal reinigen, einmal sauer und einmal alkalisch. Und wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, guckt euch mal das Video von der Decor an. Und alle Produkte, die wir verwendet haben in dem Video, findet ihr unten in der Videobeschreibung mit den dazugehörigen Mischverhältnissen. Marcel, du trägst ja immer Air Max zum Waschen, ne? So sehen Schuhe aus, mit denen man Auto wäscht. So, ich mache jetzt schon mal die Motorhaube auf, bevor das Auto nass ist, damit ich später nicht nochmal die Türen öffnen muss und alles nass drin wird. Und damit schon mal das erste Wasser an den Seiten hier runterlaufen kann und schon so ein bisschen Dreck mitnehmen kann. Schön, ne? Was ist das? Eine Mischbank. Hier hast du eine Düse, kannst du die Viskosität einstellen, schließt unten das Fass an, kommt Wasser rein und dann macht ihr dir dann Shampoo-Wasser. Wir fangen jetzt mit einem Intensivreiniger an, auch die Felgen, damit wir erstmal den groben, losen Schmutz weg haben. Ich verschwende ungern viel Felgenreiniger, also dass ich direkt einen Felgenreiniger mit Farbumschlag nehme. Ich sag mal so, der Felgenreiniger ist ja da, um Eisen wasserlöslich zu machen. Und bei so viel Schmutz an der Felge ist es besser, wenn man vorher bei so einer Aufbereitung mit einem Vorreiniger vorgeht. Dann kann der Felgenreiniger auch besser wirken danach. Ist auch besser fürs Portemonnaie. Arme werden zu kurz. Ich habe euch vorhin gesagt, dass ich mit einem Intensivreiniger die Felgen vorreinige, sofern es keine Keramikbremsen sind. Und damit ihr auch gut seht, warum ich das mache, selbst der löst jetzt schon hier mir den groben Schmutz an, damit ich hinterher mit dem Felgenreiniger, den sogenannten Fallout Remover, mit dem Farbumschlag, den ihr auch so kennt, der auch noch so ein bisschen stinkt, ist ein gutes Indiz dafür, kann dann schön an die Eisenpartikel gehen, wenn dieser Schmand hier weg ist, weil sonst muss der erstmal da durchkriechen. Jetzt machen wir auf den Intensivreiniger erstmal den gleichen Reiniger als Schaum, damit der Intensivreiniger in der flüssigen Form besser und länger wirken kann. Ist auch immer eine Sache der Umgebungstemperatur. Ja, wir haben jetzt Herbst, jetzt natürlich, ihr seht, der kann schön wirken, wir können ihn sofort abstrahlen, aber wir wollen ja trotzdem die größtmögliche Reinigungsleistung von dem Reiniger, deswegen werden wir jetzt den gleichen Reiniger nochmal in Schaum drauf sprühen. Das Verdeck mache ich auch gleich mit, das ist kein Problem bei dem Reiniger.
Wir spülen den Reiniger so lange aus dem Verdeck, und das werden die meisten von euch auch sogar kennen, und prüfen quasi mit dem Handschuh, ob hier irgendeine Art Schaumbildung ist, ob der Reiniger noch irgendwo in den Fasern drin hängt, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Reiniger komplett aus dem Verdeck rausspülen. Wie könnt ihr euch selber prüfen? Durch den Hochdruckreiniger spült ihr so viel, mit so viel Druck, teilweise 150, 160 Bar, den Reiniger in die Faser rein. Wenn ihr das Verdeck zwischentrocknet, und das geht relativ schnell, und jetzt nochmal abspült, prüfen, ob ihr noch Reiniger im Verdeck drin habt oder nicht. Und wir sehen, der Test ist positiv ausgefallen, kein Reiniger mehr im Verdeck drin. Dieser Felgenreiniger ist pH-neutral und macht quasi Eisen in Wasser löslich. Das merkt ihr daran, wenn dieser Farbumschlag, wenn diese Partikel rot werden, die Eisenpartikel. Das kann er natürlich am besten, wenn der Lack so rein wie möglich ist. Und deshalb machen wir das im Anschluss. Wir haben jetzt noch das Rest Shampoo-Wasser. Das können wir jetzt super nutzen dafür, haben uns sogar noch 2 Eimer gespart bei der Wäsche. Und wir brauchen deutlich weniger Felgenreiniger und Flugrostentferner. Ich habe hier schon mal 2 Wascheimer vorbereitet. Einmal mit ganz klassischen Waschhandschuhen. Dann noch eine Bürste für den Motorinnenraum nachher. Pinsel in verschiedenen dicken Härten für die ganzen Ritzen und Kanten später auch auszupinseln. Ja. Ich reinige jetzt die Felgen mechanisch mit meinem Waschhandschuh, weil ich damit am besten in die ganzen kleinen Ritzen und Kanten reinkomme. Nachträglich reinige ich natürlich das Felgenbett auch noch mit einer Bürste. In der Zeit, wo die Nisi die Felgen wäscht, werde ich jetzt den Lack kneten. Ihr seht, der Flugrostentferner ist drauf und so effektiv wie möglich zu nutzen, nehme ich jetzt eine Claydis und eine Knete, die ich, ein kleiner Lifehack, in einem Handschuh versteckt habe. Denn da klebt die nicht so stark an dem Deckel. Für die unteren Bereiche und die engen Stellen nehme ich gerne normale Knete, eine handelsübliche Knete, weil ich da einfach besser drankomme. Und diese Claydis soll einfach Meter machen auf den großen Stellen. Und wenn das nicht reicht, kann ich mit der handelsüblichen Knete nochmal nachjustieren. Und wie ihr seht, ist hier doch einiges noch rot geworden. Und jetzt sieht man mal, dass wenn der grobe Schmutz Dreck ist, wie viele Eisenpartikel doch noch an der Bremse sind, beziehungsweise von der Bremse an den Felgen sind. Und so kann der Flugrostentferner und Felgenreiniger am besten wirken. Da ihr in Berlin ja immer so hartes Wasser habt, hat Nico mir einen guten Trick gezeigt. Harte Typen. Tja, deshalb ist auch hier jetzt. Wir brauchen also grundsätzlich, bei uns ist es halt so, dass wir mit einem Trockentuch eigentlich sehr gut die Lackoberfläche trocknen können. Klar braucht man dann 3, 4 Tücher mehr, aber wir nehmen jetzt hier ein hochfloriges, nasses, also mit Leitungswasser quasi angefeuchtes Tuch, frägen das aus, trocknen die Oberfläche quasi damit vor und gehen dann mit einem Trockentuch hinterher. Und ihr seht sofort, wie trocken das wird. Hat den Vorteil, ich brauche viel weniger Tücher. Tag 2 heute hier in Bad Münstereifel, Euskirchen, Kreis Euskirchen. Moritz, wie hast du geschlafen? Super. Ja. Wir haben gestern Abend, oder ich habe gestern Abend schon mal nach einem Lackzustand geguckt. Das Leder sieht auch nicht so geil aus. Versuchen wir heute auch wieder zu richten. Zum Glück haben wir jetzt Unterstützung von Moritz da, was Leder angeht. Ich hole mir mal eine Lampe und dann gucken wir uns mal den Lackzustand an. Und das schon auf der Motorhaube, ne? Sollen wir mal in die Tür gucken? Ja. Das ist ordentlich vergraut, ne? Also im Fahrzeugschein stand wohl, dass das Auto mal schwarz war. Ich habe den gestern mal durchgemessen. Also fast alles scheint nachlackiert zu sein, außer die Türen. Vielleicht wurden die damals mal in der Farbe gebraucht zugekauft, wir wissen es nicht. Deswegen ein bisschen aufpassen beim Polieren. Wir wissen nicht, wo der Lackierer
wie viel geschliffen hat. Selbst wenn wir 600 μ Lackschichtdicke haben, wissen wir nicht, wo, wie mal geschliffen wurde auf dem Lack. Man kann nicht jeden Quadratzentimeter messen, sondern man kann nur sich rantasten mit dem geringstmöglichen Lackabtrag, das bestmögliche Ergebnis irgendwie versuchen hier rauszuzielen. Und das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt mal einen Lacktestbot machen. Du baust die Sitze aus. Das Leder sieht auch interessant aus. Hat auf jeden Fall ein paar Jahre gesehen. Ich denke mal, da kriegen wir noch einiges wieder hin, Moritz, oder? Wir haben keine großen Beschädigungen dran. Ist halt ja, Topcoat und Farbe, schon Farbabrieb runter. Wir sind schon auf der Haut, wie man ganz gut hier erkennen kann, sind auch Falten drin. Gut, das passiert halt mit der Zeit, ist normal. Aber grundsätzlich finde ich die Farbe von dem Innenraumteppich, ist zwar jetzt alles sehr schön dreckig, aber ich glaube, wenn das fertig ist, ja, die Zeit kommt wieder mit der Farbe. Also sehe ich auf jeden Fall. Ne? Was meinst du? Ja, sehe ich auch so. Oh, cool. Ja, und ihr habt ja gestern gesehen, dass wir den Motorraum nur touchless gewaschen haben, das heißt ohne mechanische Einwirkung. Können wir uns auch mal angucken. Den Rest werden wir mit Trockeneis machen. Wie man sieht, kann sich das ein oder andere Teil schon sehen lassen. Film es nicht, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Kannst du der Frau mal helfen? Ja, hast du recht eigentlich. Ne? Ich wollte eigentlich polieren. Was ist denn da? Ich bin zu schwach. Komm. So, Moritz, Arbeit für dich. Ja, also ich denke, du brauchst noch nicht mal eine Lampe für, das können wir schon so sehen. Komm, ich zeig's euch mal. Also ihr seht hier jetzt ganz gut den verkratzten Vorherzustand und wenn man mit der Lampe runtergeht und ihr euch den Lichtkegel nehmt, seht ihr eine starke Veränderung der Lackoberfläche. In meinen Augen für das Alter und den Vorherzustand kann sich dieses Ergebnis wirklich sehen lassen. Wir müssen schon ein bisschen rabiater dran gehen, also wir müssen mit einer Schleifpaste an den Lack gehen und anschließend natürlich wieder auf Hochglanz, aber es lohnt sich wirklich zweistufig hier den Lack zu polieren, also mit einer Schleifpaste vor und anschließend wieder mit einer Feinschleifpaste den Grauschleier zu entfernen, weil man doch schon sieht, dass der Lack schon arg mitgenommen ist. Und selbst dann werden wir nicht alles rauskriegen. Man müsste dann schleifen und sehr, sehr viel vom Lack runterholen. Das steht nicht im Verhältnis zu dem, was hier gewünscht ist bei dem Projekt. Das heißt, ich denke, das kann sich schon mal sehen lassen. Wir starten jetzt durch. Ich werde das folgendermaßen machen. Ich werde nass in nass polieren. Das heißt, ich poliere erst mit der Schleifpaste mit einer separaten Maschine, lasse die Politur stehen und fahre direkt mit der Hochglanzpaste oben drauf. Entfette dann das Ganze, schaue mir das an. Wir haben hier einen konventionell lackierten Lack wahrscheinlich, nach dem Alter gesehen. Also ein Lack, der kein wasserbasierter Lack, sondern ein lösemittelbasierter Lack ist. Die lassen sich eigentlich immer ganz gut polieren. Deswegen wird der uns auch ein bisschen dabei helfen. Aber es kann natürlich sein, dass ganze Autos nachlackiert, dass wir am Kotflügel oder der Tür oder der Heckklappe wieder vor neuen Herausforderungen stehen. Deswegen starten wir jetzt, damit wir nicht genug Zeit verlieren und dann schauen wir, was wird. Denise, wie läuft es bei dir da hinten? Alles gut? Okay, dann machen wir weiter, oder? Also für den Vollzustand könnt ihr auf jeden Fall wieder sehen lassen. Aber es reizt mich so ein bisschen zu schleifen. Eigentlich muss ich sagen, wenn man weiß, was man so rauskriegt, naja, mal gucken. Die ein oder andere hat sich bestimmt schon gefragt, warum wir mit einer Akkumaschine eine Schleifpaste benutzen, mit einer kabelgebundenen Maschine das Finish fahren. Liegt einfach aus dem Grund, das hier ist eine Zwangsexzenter und das ist eine Freiläufer-Exzenter.
Hat den Grund, ich mag die Zwangsexzenter nicht als Kabel gebundene Maschine, da zieht die mir zu viel weg, da benutze ich dann doch lieber eine Freiläufer-Exzenter. Aber seitdem wir die letztes Jahr mal als Akkumaschine benutzt haben und probiert haben, mag ich die für einen Cut ganz gerne, deswegen fahre ich die gerne fahre ich im Schleifgang gerne, die Maschine halt, benutze ich die Maschine gerne für One-Step und solche Geschichten nicht, eigentlich benutze ich die nur für einen Cut und dann gemütlich, vernünftig wie immer mit der Freiläufer-Exzenter ins Finish fahren und dann wird das auch so überall werden. Also die Haube ist eigentlich schon ganz gut geworden. Klar, das Auto, hier sind Lackabplatzer und so, das Auto müsste an ein paar Stellen nachlackiert werden, aber es ist nicht Ziel der Sache, hier einen neuwertigen Zustand hinzukriegen, sondern mit einem Aufwand, der vertretbar ist, das Bestmögliche irgendwie aus dem Lack oder beziehungsweise aus dem ganzen Fahrzeugstatus den aufzuwerten und deswegen machen wir das ja. Trotzdem haben wir hier so ein paar Kratzer, die mich noch ein bisschen stören. Normalerweise würde ich die jetzt markieren, würde das Auto fertig polieren und die anschließend nochmal bearbeiten. Bevor ich mir an einer Stelle halt zu viel Arbeit mache, lieber erstmal fertig machen und dann kleinere Stellen dann separat behandeln. Aber trotzdem werden wir jetzt hier mal versuchen, mit einem kleinen Aufwand hier in dem Bereich diese Kratzer ein bisschen besser zu machen. Wir haben hier auch schon so eine Verätzung drin, die schon aussieht wie eine Mattierung. Schlimmer kann es nicht werden, deswegen werde ich jetzt mal mit einer PXE und einem 8000er Trizak-Schleifmedium von 3M diese Stelle spotten und dann gucken wir mal, ob da mit einem Aufwand von 10 Minuten diese Stelle ein bisschen schöner wird. Wenn ihr euch das Spot-Detailing interessiert, dann schaut euch das Video hier oben an. Also die tieferen Defekte sind eigentlich ganz gut rausgegangen für den Aufwand. Wir haben jetzt nur ein 8000er Schleifpapier auf der PXE genutzt. In der Tiefe sieht man noch ein paar Verätzungen. Klar, die sind zu tief drin, aber probiert sowas einfach mal aus. Wie gesagt, schaut euch das Video zum Spot Detailing an. Dazu mehr dann in dem folgenden Video. Den Leder habt ihr auch richtig geil gemacht. Hey, ist das Ding fertig? Was ist mit dir? Ist ja ein Film? Ja, klar. Sorry. Ja, das ist André von AT Folienwerk. Stell dich doch mal vor, den Leuten. Ach so, bin ich jetzt mit im Video? Ja, klar. Okay, ja. Moin, ich bin André von AT Folienwerk und ja, wir arbeiten hier alle Hand in Hand zusammen. Ja, macht Spaß und vielleicht zeigen wir euch mal einfach die Halle drüben. Dann könnt ihr auch mal sehen, dass hier die Kundschaft Folie, Lackschutz, Digitaldruck. Kannst du gar nicht alles erzählen. Ich kann das mal mitnehmen und dann mal kurz einmal alles in rundgehen. einer Hand hier und ja, denke, dass diese Konstellation ganz gut passt und wir sind auch sehr froh, hier zu sein. Deswegen gehen wir einfach mal durch die Tür, würde ich sagen, und dann sind wir schon bei dir, ne? Ja, dann los. Alles klar. Stell mich mit. Willkommen in unseren bescheidenen Hallen. Was machen wir grundsätzlich, kann ich ja mal sagen, oder? Denke ich. Also wir machen über Digitaldruck bis hin zu Folienplots, Vollfolierung, Teilfolierung, ganz viel Lackschutz. Hier können wir gucken. Hier haben wir theoretisch unseren Ersatzlaminator. Damit werden die Folien, also die bedruckten Folien werden laminiert, ne, damit die geschützt sind gegen Reiniger, gegen Waschen und so weiter. Hier haben wir unseren Digitaldrucker, wurde auch gerade eben schon was gedruckt. Ne, das ist einfach weiße Folie, die dann bedruckt wird und darüber kommt dann das Laminat. Ansonsten haben wir noch unseren großen Folienplotter. Damit schneiden wir die Folien passgenau zu. Lackschutz. Und, zum Beispiel Lackschutz auch. Also generell alles, was geplottert werden muss. Alles, was mit Folie zu tun hat, können wir damit zuschneiden. Ne? Genau, ansonsten können wir gerne mal durch die Halle gehen, gucken, was die Jungs hier gerade machen. Ist ja gerade ein bisschen unaufgeräumt hier. Ich hoffe, das stört nicht. Aber wo gearbeitet wird, ne? Genau. Ja, die Jungs kleben gerade in Digitaldruck. Wir sind gerade mitten im Video. Also wenn ihr Hallo sagen wollt, dann jetzt. Hi.
bisschen schüchtern. Ne? Das ist quasi ein riesen Digitaldruck, den wir hier selber in-house gedruckt haben, entworfen haben und jetzt auch folieren. Ne? Ja, vielleicht können wir einmal hier ein Gemeinschaftsprojekt zeigen, was wir jetzt gemacht haben. Den Tesla Model X Plate hier haben wir zum Beispiel voll foliert mit einer satinierten Folie. Und der Kunde wollte einfach ein bisschen mehr Schutz noch haben oder es einfach zum Reinigen haben. Ne? Und deswegen hat er quasi Hand in Hand nochmal eine Keramik bekommen vom Robert. Dazu kannst du vielleicht ein bisschen mehr, oder die Leute kennen es ja sogar vielleicht auch. Warum kann er? Ja, wir haben halt hier die Folie mit einer matten Keramikversiegelung versiegelt und wir, jetzt ist ja zur Nachkontrolle hier oder was? Genau, einmal zur Nachkontrolle. Bei 5 bis 7 Tagen kommen die auch immer nochmal zur Nachkontrolle zu uns, damit wir gucken, ob irgendwas sich löst oder ne, damit die einfach eine Sicherheit haben für die nächsten Jahre. Ja, ne? korrekt. Genau. Dann oft haben wir auch so Projekte wie hier. Was kriegt der? Kriegt wahrscheinlich PPF oder was? Genau, das Auto kriegt eine Lackschutzfolierung, ist ein Neuwagen, wird jetzt ein bisschen zerlegt, damit wir quasi, also kriegt einen Fullbody, damit wir überall in jede Ecke reinkommen. Wir machen ja viel Custom-Made, das heißt, wir legen alle Kanten und Ecken um. Nicht reines Schablonensystem, weil Schablonensystem, du hast es wahrscheinlich auch schon oft gesehen, ist immer unschön. Allein ne? auch für uns dann zum Polieren, du kommst an eine Kante oder so. Und, aber was man auch sieht, was ich auf jeden Fall erkenne oder auch andere erkennen, dass wir ein ganz anderes Anwendungsprofil haben. Wenn man sieht, worauf ihr bei der Wäsche achten müsst, dass unter dem Emblem ein Mikrosteinchen ist, was uns ja im Prinzip jetzt nicht wirklich stört, wenn es da irgendwo, ich sage jetzt mal unter der Verkleidung oder irgendwo in der Ritze noch vielleicht ein Steinchen ist. Ist bei uns fatal. Ist bei euch fatal, die kleben die Steinsteinschutzfolie halt nass und dann so ein richtig kleiner Staubkorn sieht aus wie ein Lackpickel unter der Folie. Müssen wir abreißen, Ja, neu machen. genau. Und dadurch, dass das Sauberkeit Material A und O, ja. so teuer ist, deshalb wird das vorher zerlegt, bevor man wäscht. Vielleicht kann man hier mal reinleuchten, da sieht man es ganz gut. Wenn die jetzt quasi hier das Dach folieren wollen und man hat irgendwo hier unter der Leiste ein bisschen Dreck, das kriegt man halt nur sauber, wenn man es vorher demontiert. Ja, genau. Deswegen demontieren wir schon mal einiges an den Fahrzeugen. Ne? Genau, manchmal werden die vorher poliert bei uns, manchmal werden die danach die Folie nochmal angetempert mit einer Hochglanzpolitur. Eigentlich werden die ja fast immer, also einstufig werden die aber eigentlich fast immer bei dir poliert. Ne? Genau, ja. Also immer. Und wie gesagt, wenn halt Autos kommen, die jetzt schon 3.000, 4.000, 5.000 Meter gelaufen sind, die trotzdem noch eine Lackschutzfolie haben wollen, dann sprechen wir es halt immer ab, ne? Oder sprechen wir uns ab, ne? Genau. Mindestens zweistufig dann poliert wird. Ne? Und dann beschichten wir die Steinsteinschutzfolie auch noch. Ne? Ja, weil es halt eben das Genau. Perfekte vom Perfekten sein Ja, soll. Ne? mehr geht halt nicht. Mehr geht nicht. Ja. Ja, wenn ihr da draußen Interesse an sowas habt, so ein, alles was Thema Lackschutzfolie und auch Werbedruck und manchmal macht ihr auch so kleine Designs noch für die Leute. Ne? Theoretisch alles möglich. Ne? Genau. Könnt ihr euch gerne bei mir melden. Wir stellen da gerne einen Kontakt zu dir her. Cool. Ja. Gut, danke dir. Gerne. Du mach mal weiter und Jawohl. wir gehen mal rüber noch ein bisschen weitermachen. Alles klar. Bis später. Viel Erfolg noch. Danke. Ciao. So, Tag 3 ist geschafft, das Auto ist fertig. Jede Menge Arbeit reingeflossen. Es werden an dem Fahrzeug noch ein paar Sachen erneuert. An den Türpappen werden Sachen erneuert, ein paar Dichtungen kommen neu und das Cabrio-Verdeck kommt neu. Deswegen haben wir es nur gereinigt. Aber ja, ich will gar nicht mehr sagen. Die Finishbilder könnt ihr euch gerne anschauen und selber das Ergebnis begutachten. Ihr habt richtig Gas am Leder gegeben. Erstaunlich, was da noch ging. Ich habe das gar nicht so wirklich mitbekommen. Ich habe immer noch gesehen, wie ihr da in der Ecke am Schleifen und am Lackieren wart. Ich war komplett mit dem Lack beschäftigt. Ich denke, wir haben das Beste rausgeholt. Es sind noch Kratzer drin, so ist das halt nun mal bei so einem alten Projekt. Wir wollen euch auch mal zeigen, was in einem 2 bis 3 Tagesaufwand mit so einem Auto machbar ist. Denise, wie lief es mit dem Leder? Soweit eigentlich ganz gut. Dank Moritz habe ich das doch, denke ich mal, gut hinbekommen. Oder Moritz? Yes. Wunderbar. War für dich ja auch noch Neuland. Ja, auf jeden Fall. Hat mir auch noch gut was gebracht. Vielen Dank, Moritz, dass du das Denise auch zeigen konntest. Somit habe ich jetzt weniger Arbeit damit. Und vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. So, jetzt seid ihr eigentlich Ach, boah. im Auto. Seid ihr endlich fertig dann? Ja, dann guck es dir auch mal an. Ja. Willst du endlich mitnehmen? Entschuldigung.